Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist ein Lastrada Avanti XL, den haben wir gerade komplett auseinandergenommen. Der kriegt jetzt Bullfänger, LED-Fernlicht und all solche Dinge. Den zeigen wir euch in einem der nächsten Videos. Worum es heute geht, das ist ein Lastrada Avanti EB. Und in dem Lastrada Avanti EB haben wir ganz viele tolle Sachen umgesetzt. Wir haben eine Trockentrenntoilette eingebaut, meines Wissens, oder zumindest bei uns das erste Mal bei einem Avanti EB. Der Wagen hat Vollluftfedern, ORC-Felgen, Sattanlage, Fernseher, alles was das Herz begehrt. Und um genau das Auto hier geht's und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. In diesem Lastrada Avanti EB haben wir, wie gesagt, ganz viele tolle Sachen verbaut. Und zwar schauen wir uns die jetzt im Detail mal an. Wenn wir als erstes von außen schauen, wir haben einen normalen Lastrada Avanti EB. Das ist ein Fahrzeug aus dem Modelljahr 2020, also ein Fahrzeug, was jetzt gerade gebaut ist, nächste Woche ausgeliefert wird. Außenfarbe ist weiß, auch unschwer zu erkennen. Wir haben das gesamte Lastrada-Dekor dran. Und damit wir eine schicke Optik haben, haben wir in dem Fall jetzt noch die ORC-Felgen mit drauf gemacht. Das sind die 18 Zoll Felgen. Da haben wir durch die größeren Reifen die Möglichkeiten, mit einem deutlich niedrigeren Luftdruck zu fahren. Damit hat man einen riesengroßen Vorteil im Fahrkomfort und die Optik, glaube ich, ist auch nicht von schlechten Eltern. Das, was wir hier mit dabei haben, ist, dass wir eine Vollluftfeder mit drin haben von VB. Die kann ich ja bei Lastrada ab Werk mitbestellen. Das ist ehrlicherweise eine relativ hochpreisige Option mit 8.000 €. Aber, und das ist das Feedback von den Kunden, die Leute, die es jetzt drin haben, würden es in den nächsten Autos in der Regel auch wieder mitnehmen. Eine Vollluftfeder gibt mir die Möglichkeit, das Auto an alle möglichen Fahrpositionen anzupassen. Wenn ich schnell auf der Autobahn unterwegs bin, kann ich es absenken. Wenn ich Offroad fahre, kann ich ein bisschen hochgehen. Und das, was wir hier gemacht haben, wir haben jetzt einfach mal das Auto geparkt, wenn wir einen Schritt zurückgehen, und haben auf Autolevel, das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion der Vollluftfeder, gedrückt. Und dann sucht sich das Auto genau die Mitte, wo es gerade ist. Und zwar ist das bei Lastrada so programmiert, dass ihr die Küche gerade habt. Und wir haben jetzt, ich guck mal, wir haben in einem Handy ja so eine schöne Maßband- oder Wasserwagen-App und die legen wir jetzt einfach mal auf den Küchenblock und dann sollte das Ganze im Idealfall, da wo der Topf steht, kann man das sehen, grün, 0%. Das Auto hat also perfekt alles ausgeglichen und das, obwohl, wenn ihr von außen guckt, hinten ist er ja relativ tief in der Feder, vorne ist er relativ weit oben in der Feder. Und damit gleicht er das eben komplett aus, dass man jetzt drin Topf eben geht. In einem der letzten Videos hatten wir die Frage unten drunter stehen, ob eine Vollluftfeder Hubstützen ersetzt. Von dem, was das Ausrichten des Autos angeht, auf jeden Fall. Was man natürlich im Vergleich zur Hubstütze nicht hat, ist dieses Brettharte. Das heißt, das Auto hat das letzte bisschen Bewegung mit drin. Ich persönlich finde das nicht schlimm, aber wer bei den Hubstützen die Motivation hat, festzumachen, der muss das tun. Nur ein Hubstützensystem ist auch sehr teuer, hat eben den Fahrkomfortgewinn nicht, den wir mit der Vollluftfeder haben und ist dabei auch noch wahnsinnig schwer. Deswegen haben wir das tatsächlich selber noch nie verbaut. Aber das sind so, glaube ich, die Kernunterschiede und vor allem Fahrkomfort und Autolevel ist das, weshalb die Leute eine Luftfeder in die Autos mit reinnehmen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man in das Auto reinschaut, wir hier ein sehr modernes Interieur haben. Die Kunden haben sich für einen ganz schlichten Weg entschieden. Das heißt, wir haben hier das Möbeldekor Silver und das abgesetzt mit den weißen Fronten und einem der vielen Natura-Polsterstoffe. Das ist Lastrada-mäßig ja auch einfach was wahnsinnig beeindruckend ist, wie unterschiedlich die Autos sein können. Einfach nur, damit ihr eine Idee bekommt, machen wir euch jetzt mal 3, 4, 5 Bilder rein. Der kann so aussehen, der kann so aussehen, der kann so aussehen oder auch so aussehen. Das sind einfach unterschiedlichste Ideen, wie so ein Lastrada sein kann. Und da finden wir mit euch zusammen genau das richtige Auto raus. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ihr einen Lastrada Grundriss habt, der euch gefällt, dann kriegen wir den technisch und optisch genauso hin, wie ihr den haben wollt. In diesem Auto haben wir so viele kleine Spezialitäten mit verbaut und deswegen schauen wir jetzt mal rein und gucken, was es da Unterschiedliches gibt.
Grundsätzlich ist es so, dass mit der Luftfeder ihr so eine Kabelfernbedienung mitbekommt, wo ich halt die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten habe. Ich habe diese Auto-Level-Funktion, was wir draußen eben gesehen haben. Ich kann mich in so einen Offroad-Modus bewegen, da geht das Auto ein paar Zentimeter nach oben. Ich habe eine Parkposition, um möglichst niedrig zu werden, einen Sport, damit das Auto beim schnellen Fahren abgesenkt ist. Ich kann 2 Wunschpositionen einspeichern und ich kann natürlich auch Vorder- und Hinterachse separat Höhen verstellen, so wie ich das haben will. Das alles wird über so eine Kabelfernbedienung gemacht, die steckt da einfach dran hinten. Ich glaube, das hat man gut dabei. Bevor wir hier in die technischen Details dieses Avanti eB eintauchen, einmal nur der kurze Hinweis, wir haben ein Video von dem Lastrada Avanti eB bereits gemacht, wo wir alle Maße nehmen, Stehhöhen, alle Größenordnungen. Das verlinken wir euch jetzt da oben links in der Ecke nochmal, dass ihr, wenn dieses Video vorbei ist, wisst, da ist eins, öffnet es euch also in einem zweiten Tab, damit ihr jetzt nicht plötzlich aus dem Video hier rausspringt. Eine der Sachen, die wir bisher noch nicht in unseren Videos hatten, ist, dass wir das Alpine Radio hier mit drin haben. Das ist ein Gerät, das ist sicherlich technisch gesehen State of the Art, eins der besten Geräte, die am Markt unterwegs sind. Es kostet ehrlicherweise auch ein Heidengeld, da muss man für sich immer überlegen, ob das das Richtige ist. Aber weil wir hier wirklich alles umgesetzt haben, was Alpine an verschiedenen Funktionen mit drin hat, haben wir gesagt, das gucken wir uns nochmal mit an. Haben aber da wirklich auch dann das ganz große Päckchen an verschiedenen Sachen mit drin. Ja, wichtigste Funktion neben den normalen Radiofunktionen, ich muss mal aufpassen, das Bordwerkzeug liegt hier noch, ist, sobald ich in den Rückwärtsgang gehe, springt das um wie in jede andere Rückfahrkamera auch. Das, was hier aber toll noch mit dabei ist, ist, dass ich hier so einen Kameraknopf habe. Und mit dem Kameraknopf, das ist jetzt die Frontkamera. Das heißt, wir gucken jetzt vorne raus. Wenn ich also eine enge Parkposition habe, kann ich da einfach schauen, was ist. Sobald ich beim Rückwärtsrangieren rübergehe, überstimmt er das und ich habe die Kamera nach hinten wieder mit dabei. Wenn ich die Kamera nach hinten habe, kann ich einmal sagen, die Parklinien will ich nicht haben, kann die einfach ausblenden und habe dann verschiedene Ideen, wie die Kamera sein kann. Panoramafunktion, ganz klassisch Rückfahrkamera. Normal ist ein bisschen eingezoomt. Dann hat Alpine so eine Corner-Funktion mit dabei. Da habe ich hier oben den Komplettüberblick und dann hier unten einfach nur bewusst auf die Ecken des Autos gezoomt. Und dann habe ich eine ganz klassische Vogelperspektive von oben, das aber eben auch nochmal mit dabei. So weit, so gut. Panorama ist sicherlich das, was man am meisten gebrauchen kann. Jetzt haben wir noch eine Kamera zusätzlich und zwar haben wir in diesem Fall hier unter dem Fahrzeug noch eine Kamera. Die ist hier als Seitenkamera mit dabei. Das, was ihr hier sehen könnt, ist der Abwasserschieber, oder nicht der Abwasserschieber, sondern der Ablasshahn vom Abwasser. Das wäre soweit ganz gut und ganz schön. Jetzt müsste man trotzdem aussteigen, um zu gucken. Das ist uns aber zu anstrengend gewesen und deswegen haben wir hier in der Ecke einen kleinen Schalter eingebaut. Den kann ich betätigen. Ich weiß nicht, ist da noch ein bisschen Wasser drin? Ne, kommt jetzt leider nichts raus, haben wir alles schon aufgemacht. Kann von hier oben auf jeden Fall den elektrischen Abwasserschieber betätigen. Brauche also, wenn ich irgendwo auf dem Stellplatz stehe, gar nicht mehr das genau anpeilen. Und das ist, glaube ich, schon ein riesen Komfortgewinn. Aber eben, wir werden ja immer wieder nach, was kostet das Ganze gefragt. Das Gerät ist teuer, die Kameras ist teuer, die Montage des Alpine-Geräts mit diesem vorgehängten Koloss ist durch den großen Monitor wahnsinnig aufwendig. Ich denke, grob über den Daumen geschätzt, das, was wir hier haben, geht sicherlich Richtung 3.000 € inklusive Montage. Will ich die Kamera nicht mehr haben, gehe ich einfach aus dem Rückwärtsgang raus und dann habe ich ein im Prinzip normales Navigationsgerät mit dabei. Das ist von der Monitorauflösung eine coole Sache, das ist ein vernünftiger Touchscreen, ich habe Apple CarPlay und all solche Dinge mit dabei. Eine normale, richtig gute Radioqualität, Sprachsteuerung, Freisprecheinrichtung und natürlich auch eine Navigation mit dabei, aber da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das ist ja dann doch sehr ähnlich bei den meisten Geräten. In diesem Lastrada Avanti eB haben wir zusätzlich das Komfortpaket 2 mit dabei. Komfortpaket 2 heißt, ihr bekommt andere Fahrerhaussitze. In dem Fall sind das die SKA-Sitze, die ein bisschen mehr Einstellungsspielraum geben für Menschen, die groß sind oder für unterschiedliche Größen. Das, was ich besonders toll finde durch meine Größe, ist, dass ich hier die Sitzfläche separat von dem eigentlichen Sitz verstellen kann und damit einfach für Leute mit langen Beinen eine tolle Auflage habe, genauso wie für Leute mit etwas kürzeren Beinen.
Dann habe ich natürlich eine Sitzheizung mit dabei, unendlich viele Einstellmöglichkeiten, wo ich hier die Sitzlehne verstellen kann, wo ich den ganzen Sitz in der Höhe rauf und runter verstellen kann. Und wenn du da mal kurz auf die Seite unten filmst, haben wir 3 so kleine Schalter. Wir haben hier eine elektrische Lordosenunterstützung, das heißt, es gibt verschiedene Luftpolster, die drin sind, hier an der Seite, im Rückenbereich, wo ich einfach mir das aufblasen kann, um dann unterschiedliche Unterstützung zu haben. Und gerade für Leute, die viel Rückenprobleme haben, ist das toll. Das kommt bei Lastrada natürlich immer in der Farbe des Wohnraumpolsterstoffes. Das heißt, ihr habt die freie Auswahl. Und wenn ihr die Sitze dann auch noch mit Leder nehmt, könnt ihr sie sogar als Klimakomfortsitz bestellen. Dann ist das, wie man das aus den Premium-Limousinen kennt, mit so einem perforierten Leder, sodass der Sitz zusätzlich zur Heizung auch noch belüftet wird. Schönes kleines Gimmick, und ich glaube, wenn man großes oder kleines, dann ist das eine gute Sache, die man sich in so einem Lastrada gönnen sollte oder könnte. Und jetzt schauen wir mal uns das nächste Highlight an. Wir haben nämlich dieses Auto auf eine Trocken-Trenntoilette umgebaut. Ein Highlight jagt das nächste. Hier, und das war jetzt wirklich eine Menge Hirnschmalz, wo es reinpasst, weil wir so viele Dinge haben, die aufeinander einwirken. Wir haben die Duschwanne, die drin ist. Wir haben die Schwenktür, die hier ist. Wir haben den Schwenkbereich von dem Toilettendeckel und natürlich auch eine Sitzposition, die am Ende des Tages gut passen muss. Das, was wir hier haben, ist eine Airhead Trocken-Trenntoilette. Dreifach T. Trocken-Trenntoilette, genau. Das heißt, im Prinzip haben wir keine Wasserspülung mehr, haben 2 unterschiedliche Behälter für, in der Bedienungsanleitung steht so schön, Fäkalien Typ 1 und Typ 2. Was ist, kann sich jeder selber denken. Typ 1 läuft hier über so eine Plattform, wo man quasi drauf pinkelt, oder die Löcher hier vorne einfach nach vorne ab und läuft hier vorne in einen separaten Urinbehälter. Den kann ich dann, wenn ich ihn irgendwann, da ist natürlich ein Deckel mit dabei, kann ich den nehmen und einfach so überall entsorgen. Ja, da drunter, den stelle ich da wieder rein. Das wird dann hier an beiden Seiten einfach verschraubt. Und Typ 2 fällt hier, da gibt es dann auch so kleine Filter, die man drauflegt, wie so ein Kaffeefilter muss man sich das vorstellen, hier drauf. Und wenn ich fertig bin mit meinem Geschäft, mache ich auf, lasse alles nach unten runterfallen, habe da so eine Art Kokosfaser, die Feuchtigkeit aus allem rauszieht. Und wenn du die Feuchtigkeit aus Typ 2 rausgezogen hast, dann riecht Typ 2 nicht mehr, und dadurch ist das eben auch geruchsneutral drin. Erfahrungswerte aus dem Markt ist tatsächlich, dass ihr Reichweiten habt, nicht alle paar Tage, weil wir ja gar kein Spülwasser haben, ist die Menge ja gar nicht mehr viel, dass man 4 bis 8 Wochen damit klarkommt. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, mich würde es echt brennend interessieren, wenn ihr Trockentoiletten im Einsatz habt. Schreibt mal bitte unter das Video, wie das bei euch funktioniert, wie lange ihr klarkommt. Muss ja nicht ganz detailliert sein, kann sich ja jeder selber ausdenken. Grundsätzlich ist es aber so, wir haben eine eigene Plattform gebaut, wir haben die Duschwanne angepasst, da ist ein kleines Gebläse mit dran. Das hat einen Hauptschalter, damit einfach, wenn die Toilette in Benutzung ist, die feuchte Luft nach draußen transportiert wird. Und dann haben wir das durch so einen Sogfilter nach außen geführt, damit es auch draußen geruchsneutral für die Nachbarn ist. Wenn ich jetzt mal reingehe und mich hier hinsetze, muss schon ein bisschen gucken, erstmal die Tür zu machen, die andere lasse ich mal auf, dass ihr das sehen könnt. Ich habe hier einfach eine gemütliche Sitzposition, komme hier auch bis zu der Wand perfekt klar. Und das Tolle hier ist auch, dadurch, dass wir die Duschwanne ein bisschen absenken, ist die eigentlich recht hohe Sitzposition in dem Avanti noch ein Tick niedriger. Das ist vielleicht ein kleiner, netter Nebeneffekt. Duschen kann ich natürlich weiterhin, das mache ich ja im Avanti IB sowieso mit einem Vorhang, und dadurch ist die Toilette dann auch geschützt. Und wenn es doch mal riecht, habe ich da ein Fenster und da oben die Dachhaube, und damit komme ich dann auf jeden Fall auch klar. Ich mache mir jetzt mal die andere Tür zu. Guck mal, auch das geht hervorragend, und so ist komfortabel und gut. Und jetzt schauen wir mal, was der Avanti IB sonst noch so kann. Wer wochenlang ohne Toilette auskommt, nicht ohne Toilette, sondern wer wochenlang ohne Entsorgung der Toilette auskommt, muss natürlich auch energetisch sauber aufgestellt sein. Da haben wir hier natürlich auch für gesorgt. Wir haben hier zum einen eine große Lithium-Batterie mit drin, für die ich hier die Fernanzeige habe, die mir genau anzeigt. Jetzt zum Beispiel haben wir 0,3 Ampere-Stunden Verbrauch. Die Batterie ist 99,9% gefüllt. Das heißt, mit noch 193 Stunden bei dem jetzigen Verbrauch würde ich klarkommen. Das sind fast 10 Tage, ist natürlich auch kaum Verbrauch. Realistisch kommen wir bei schlechtem Wetter immer 3-4 Tage klar. Dazu hat das Auto natürlich eine Solaranlage mit auf dem Dach. Dazu hat das Auto natürlich einen Ladebooster mit drin, sodass man und ein normales Ladegerät sowieso in allen Belangen immer richtig gut klarkommt.
Will ich frei stehen, habe ich trotzdem Geräte wie eine Kaffeemaschine, einen Föhn, Staubsauger, Ladegeräte für E-Bikes oder sonstiges, habe ich ja keine 230 Volt Spannung. Das haben wir hier natürlich auch gemacht. Der Wagen hat einen 1800 Watt Wechselrichter drin, an den alle Steckdosen angeschlossen sind. Der hat eine sogenannte Vorrangschaltung mit dabei. Das heißt, freistehend kann man einfach, wenn der Strom eingeschaltet ist, den Wechselrichter hier einschalten. Und wenn ich dann auf den Campingplatz gehe und Netzstrom von draußen dran stöpsel, erkennt der Wechselrichter das selbsttätig, überbrückt sich quasi selber und gibt die Netzspannung des Campingplatzes auf die Steckdosen, dass ich eben noch mehr Leistung mit dabei habe, als wenn ich frei stehe. Aber 1800 Watt, die Leistung dieses Wechselrichters. Mir fallen jetzt wenig Geräte ein, die ich im Wohnmobilurlaub besser oder mit mehr Leistung brauchen kann. Genauso haben wir hier auf der anderen Seite, das ist jetzt unsere Lösung der SAT-Anlage. Wir haben hier einen Alphatronics SL 22 Zoll Fernseher, der mit drin ist. Der ist natürlich auf einem Schiebeschwenkarm. Das heißt, man könnte den jetzt auch, wenn man von hinten gucken will, rumschwenken. Das ist aber dann doch relativ weit weg. Die Idee ist tatsächlich eher, dass man ihn ein bisschen mittiger zwischen die beiden Fahrerhaussitze bekommt, damit jeder den gleichen Blickwinkel hat. Die Alphatronics Fernseher gewinnen, glaube ich, die meisten Tests. Der hat hier unten so einen Hauptschalter, dass er keinen Standby-Strom verbraucht, wenn er rumsteht. Und die ganze Technik ist hier oben mit drin. Die Featurebox von der Sidetrack von der Sidetrack SAT-Anlage von Tenhaf, die mit drauf ist. Das heißt, ich habe auch eine Bluetooth-Steuerung für die SAT-Anlage, kann Satelliten auswählen und solche Dinge mit drin. Und das, was hier jetzt noch runterhängt, wir haben dem oben so eine Mehrwege-Internetantenne verpasst. Das heißt, wir haben 2 LTE-Antennen mit dabei, wir haben 2 WLAN-Antennen mit dabei und wenn man wollen würde, auch noch einen GPS-Sensor. Das Ganze kombiniert mit einer USB-Steckdose. Da wird von dem Kunden jetzt noch ein Router angeliefert. Das kommt alles schön an die Wand, dass man in dem Fahrzeug auch ein eigenes WLAN hat. Das machen wir übrigens relativ häufig, dass wir uns darum kümmern, dass Stromversorgung, vernünftige Antenne auf dem Dach und all sowas da ist und die Kunden ihren eigenen Router, den sie kennen, den sie mögen, anliefern und damit was haben, was sie immer gut bedienen können. So, jetzt haben wir wahnsinnig lange über Technik aller Art geredet und dabei den eigentlichen Avanti eB nicht aus dem Blick verloren und uns aber ein bisschen mehr mit den Details befasst. Grundsätzlich ist der Avanti eB immer noch ein Fahrzeug, was in dieser Klasse 6,36 Meter einfach großartig von der Raumaufteilung ist. Alleine, wenn ich mir angucke, wie komfortabel ich hier hinten in die Heckbetten einsteige. Ich habe ein langes Bett, 1,95 glaube ich, aber das ist in dem anderen Video eben auch genau erklärt. Ein etwas kürzeres Bett hier mit dabei. Und kann mir das hier hinten richtig gemütlich machen. Was ich immer wieder toll finde, sind diese Schießschartenfenster. Das heißt, ich kann mich hier frei bewegen. Es kann eigentlich keiner von unten reingucken. Ich kann die Fenster offen den ganzen Tag stehen lassen und habe das hier einfach super gemütlich. Wenn ich mir die Wände angucke mit dieser Lastrada-typischen Wandisolierung hier hinten mit dabei, dass das alles, ja, das ist heimelig. Ich fühle mich hier drin einfach richtig wohl, weil das alles gemütlich und kuschelig ist. Und wenn die knisternde Folie vom Bett runter ist, dann wird es auch richtig gemütlich. Weil unter der Folie haben wir natürlich Lastrada typisch die punktelastischen Lattenroste mit dabei. Ich werde immer mal wieder gefragt, gibt es denn in so einem Avanti eB eigentlich auch einen Kleiderschrank? Den sieht man nämlich in keinem Video. Den haben wir hier unter dem Bett. Das ist nämlich ein Trick des doppelten Bodens. Dadurch, dass der doppelte Boden da nicht durchgeführt ist, haben wir unter dem Bett wirklich einen Schrank, auch mit Hängeformat. Und ansonsten ist das natürlich durch den Doppelboden ein Fahrzeug mit wahnsinnig viel Stauraum überall mit drin. Nach einer gemütlichen Nacht hinten habe ich natürlich auch hier vorne eine super gemütliche Sitzgruppe. Seit 2-3 Jahren hat Lastrada hier ja die fest aufgepolsterte Sitzgruppe. Das heißt, ihr könnt hier die Sitzbank einfach verschieben, um eine gemütlichere Sitzposition zu haben. Und auch im Serienumfang, damit man auch vom Beifahrersitz vernünftig an den Tisch kommt, hier dieser riesengroße Tisch mit dabei. Ja, grundsätzlich ist die Frage, euch gefällt der Grundriss 6,36 Meter Lastrada Avanti eB, was könnte eine Alternative sein? Seid ihr besonders groß, wäre wahrscheinlich ein Pössl Road Cruiser XL ein Auto, was ihr euch mal anschauen könntet, weil das die gleiche Grundrissidee ist, auch auf dem hohen Auto. Nicht ganz so aufwendig umgesetzt, aber ehrlicherweise auch nicht ganz so hochpreisig. Und dann eben mit sehr viel Stehhöhe und hinten Betten mit über 2 Meter Länge. Das ist oft für lange Leute ein attraktives Auto. Ansonsten gibt es von Lastrada im kommenden Modell ja den Lastrada Avanti E ganz neu. Sobald wir den mal hier haben werden, werden wir den sicherlich auch vorstellen. Das ist das gleiche Auto mit einem flacheren Dach, aber die gleiche Grundrissidee.
Und bei Lastrada eben dann kein weiteres Modell. Es gibt so ein bisschen als Schwestermodell noch den Nova EB. Das ist dann aber auf Mercedes Sprinter Basis, etwas größer, auch mit Längsbetten und einer großzügigen Sitzgruppe. Aber dann wird so ein Auto eben auch schon wieder fast 7 Meter lang. Ja, mich würde mal interessieren, von diesen Dingen, die drin sind, gibt es Extras, wo ihr sagt, ja, das würde ich in mein Auto genauso auch einbauen? Oder sagt ihr, nee, das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Ob ihr sagt, ich bin eher der Basic-Typ, ich will einfach nur ein Auto, in dem ich schlafen kann, in dem mir nachts nicht kalt wird und wo ich im Idealfall noch ein kühles Bier kriege. Oder sagt ihr, wenn ich schon Camping mache, dann gönne ich mir auch was und dann finde ich es richtig cool, dass das Ding fast fliegen kann, so wie das hier ist. Und das ist halt einfach schon die High-End-Lösung, so wie wir das haben. Die wichtigste Frage zum Ende: Was kostet der ganze Spaß? Wenn jemand von euch sagt, einmal Avanti EB rundum sorglos, 180 PS, Automatik, großes Chassis, alle Technikpakete, Sitze, Auflastung, Solaranlage, Sonderstoff, große Dachhaube, Steckdosen, Wechselrichter, 240 Ampere Lithiumbatterie, ORC-Felgen, Internetantennen, Sicherheitsschlösser, Alpine-Radio mit allem drumherum. Dann haben wir einen Preis, der sich gegen Ende des fünfstelligen Bereichs bewegt. Das heißt, wir haben Lastrada-seitig jetzt hier einen Preis von 92.000, 93.000 Euro. Dazu kommen noch die Extras mit der Trockentoilette und all den Dingen, die da dazugehören. Das heißt, am Ende des Tages wird dieses Fahrzeug knapp in den sechsstelligen Bereich rutschen. Mir ist bewusst, das ist ein Haufen Kohle, aber dafür gibt es eben auch einen Haufen super cooler Features, die einfach begeistern und richtig Freude dran machen. Was von diesen Dingen für euch das Richtige ist, da beraten wir euch gerne und bauen für euch genau das richtige Auto mit den Dingen, die zu euren Wünschen, zu eurem Budget, zu eurem Auto und zu den Reiseeinsätzen passen. Um da das Richtige auszusuchen, schaut euch auch die ganzen nächsten Videos an. Die Saison 21 ist im vollen Gange. Jetzt geht es richtig zack, 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 kommt ein Video nach dem anderen. Autos werden spannend. Ich bin gespannt, was kommt und freue mich auf euch in den nächsten Videos. Bis dahin viel Spaß.